Die laufenden Kosten, die explodieren. Und trotzdem haben natürlich die einzelnen Minister auch viele Wünsche für den Haushalt fürs nächste Jahr. Und eigentlich will man sich ja bis zum 3. Juni einigen auf diesen Haushalt innerhalb der Ampel. Doch die dunklen Gewitterwolken, die wollen nicht so recht verschwinden über der Koalition. Das ist wohl richtig, denn etliche SPD-Abgeordnete üben nun inzwischen sogar Druck auf ihren Kanzlerauswahl, weil Olaf Scholz ohne Wenn und Aber die Schuldenbremse einhalten will. Und weil die SPD-Rebellen ihren Genossen so buchstäblich in die Mangel nehmen, drohen nun 30 FDP-Abgeordnete mit dem Austritt aus der Regierung, falls der Regierungschef dem Druck aus seiner eigenen Partei nachgeben sollte. Es ist nicht der erste Ampelstreit dieser Bundesregierung, aber es könnte der letzte sein. Die Ampel hat nur noch gut eine Woche Zeit, um den neuen Haushalt zu verabschieden. Doch nicht einmal innerhalb der SPD herrscht Einigkeit. Bundeskanzler Olaf Scholz hat angekündigt, mit dem vorhandenen Geld auskommen zu wollen. Doch linker und rechter Flügel seiner Partei fordern eine Lockerung der Schuldenbremse, wissend, dass die FDP da nicht mitspielt. Trotzdem beharrt die FDP bisher darauf, dass 2024 und auch für 2025 diese Notlage offenbar nicht mehr existiert. Und das finde ich wirklich widersinnig und muss sehr deutlich sagen, wir werden so keinen Haushalt hinbekommen, der eben nicht auf Kosten dann unserer Solidarität mit den Menschen in Deutschland geht. Und dazu sind wir nicht bereit. Für die FDP ist die Schuldenbremse nicht verhandelbar. Eine Gruppe von 30 jungen FDP-Abgeordneten droht sogar mit Koalitionsbruch, sollte die Schuldenbremse aufgehoben werden. Ohne Schuldenbremse, ohne uns. Die Schuldenbremse gilt und wir müssen mit dem Geld auskommen, das wir haben. Und das bedeutet unter anderem, dass mehr Menschen, die arbeiten könnten, auch arbeiten, statt Bürgergeld zu beziehen. Und da müssen wir an den Gesetzen noch mal arbeiten, müssen sie anschärfen. Ausgerechnet die Grünen wollen im Ampelchaos jetzt vermitteln. Beim Umweltschutz und bei Sozialleistungen wollen aber auch sie nicht sparen. Ich würde mir wünschen, dass jetzt nicht alle öffentlich sich ihre schon bekannten Positionen um die Ohren hauen, sondern wir intern miteinander verhandeln, dabei auch jeder bereit ist, über seinen eigenen Schatten zu springen. Für uns ist klar, wir werden den Sozialstaat verteidigen und wir werden den sozialen Zusammenhalt in diesem Land auch in den Haushaltsverhandlungen verteidigen. Noch bis zum 3. Juli hat die Koalition Zeit, um den Haushaltsstreit beizulegen. Sollten die Streitpartner sich bis dahin nicht zusammenraufen, dürfte es das mit der Ampel gewesen sein. Über diese dunklen Wolken und das Tauziehen wollen wir sprechen. Philippa Vögeding für uns im Bundestag an diesem Morgen. Einen schönen guten Morgen, Philippa. Ja, also man hat wirklich das Gefühl, die Einigung muss eigentlich her, aber die Annäherung, die passiert nicht. Es wird eher im Ton noch mal rauer und nun drohen eben auch 1/3 der FDP-Abgeordneten im Bundestag auszutreten, sollte man an der Schuldenbremse rütteln wollen. Bricht die Koalition jetzt noch an diesem Streit? Ja, nach den zerschmetternden oder niederschmetternden Ergebnissen dieser Europawahl war eigentlich innerhalb der Ampelparteien klar, wir müssen jetzt zusammenhalten. Verbunden werden auch die Starken schwach, so schrieb das schon Friedrich Schiller. Und daran scheint sich jetzt auch die Ampel zu klammern. Und es war schnell klar, das nächste Projekt, wo man das zeigen kann und zeigen muss, das ist der Haushalt 2025. Deshalb hat man versucht, da jetzt Einigkeit zu zeigen. Eine Zeit lang war es wirklich ruhig in den Regierungskreisen. Aber die Haushaltsdeadline, die rückt eben näher. Und die Parteien haben auch ein anderes Fazit gezogen nach diesen Europawahlen für sich selbst. Haben nämlich gemerkt, sie müssen jetzt ihre eigenen Kernthemen wieder stärken, um die Wähler zurückzugewinnen. Und da merkt man jetzt eben doch, dass diese Ampelkoalition keine Liebeshochzeit ist. Teilweise liegen da die Standpunkte diametral auseinander. Und jetzt rückt die Deadline immer näher und es kommt Schlag auf Schlag mit diesem SPD-Mitgliederbegehren, mit dem Aufstand der FDP-Jugend, mit der Stellungnahme der SPD-Flügel. Zeitgleich wirkt eine Umfrage des ZDF, wiegt sehr schwer, wo es nämlich so ist, dass etwa 53% der FDP Neuwahlen wollen, obwohl sie ja eigentlich Teil der Regierung sind. Also diese Einigkeit, die man eigentlich zeigen wollte, die scheint über Bord geworfen. Etwas anders sieht es bei denjenigen aus, die ja den ganzen Tag oder täglich zusammenkommen und über den Haushalt debattieren, also Habeck, Lindner und Co. Da versucht man noch gute Miene zum bösen Spiel zu machen, doch auch das ist trügerisch. Wir müssen mit dem Geld auskommen, das wir haben. Das sagte ja eben gerade schon Christian Lindner. Das hat auch Olaf Scholz genauso im Sommerinterview der ARD gesagt. Und das klingt ja eigentlich nach einer klaren Zusage zu diesem Finanzplan Lindners gegen eine Auflockerung der Schuldenbremse. Doch in Teilen der SPD deutet man das Ganze etwas anders und sieht da eine Art Hintertür. Denn Olaf Scholz habe ja nicht genau gesagt, wo dieses Geld herkomme, mit dem man auskommen muss. Das heißt, als Absage an Sonderfinanzierungen deutet man selbst dieses Sommerinterview des Kanzlers jetzt noch nicht innerhalb
innerhalb der SPD. Das heißt, es wird ziemlich spannend die nächsten Tage. Schwere Last auf den Schultern des Kanzlers, den Laden noch zusammenzuhalten und da irgendwie einen Kompromiss zu finden. Philippa, danke schön.